Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Weiß ich nicht, muss das? Oh, nee. Nein, Spaß beiseite. Heute Abend um 21 Uhr hat Real Madrid ein sehr schweres Auswärtsspiel in Mestalla gegen Valencia. Und ich freue mich auf dieses Spiel. Ich freue mich unter anderem darauf, weil wir natürlich heute Abend ein geiles Watchalong zusammen haben. Ab 8:30 seid ihr alle herzlich eingeladen. Unter anderem wird so ein wunderschönes Trikot von Arda Güler heute verlost, also seid dabei. Auf der anderen Seite freue ich mich, weil ich glaube, Álvaro Arbeloa wird heute nicht mehr durch das Korsett von großen Namen dazu gezwungen, eine bestimmte Aufstellung spielen zu lassen, bestimmte Spieler spielen zu lassen. Ich sehe dieses Spiel heute als Chance für den Madridismo, denn es gab eine Phase in dieser Saison, sie scheint lange zurück, in der wir sehr erfolgreichen Fußball gespielt haben. Und ich hoffe, Arbeloa kehrt zu dieser Phase zurück. Ihr werdet im Video natürlich erklärt bekommen, was ich meine. Unter anderem auch in der Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ansonsten ist der FC Barcelona gestern offiziell aus der Super League ausgestiegen. Was ich dazu zu sagen habe, meine Meinung erfahrt ihr natürlich auch. Ein Álvaro Arbeloa hat in der Pressekonferenz aber auch einmal auf die ständigen Angriffe aus Barcelona geantwortet. Also das wird interessant. Dann unterhalten wir uns über Endrick, Valencia, die spanische Liga. Ein rundum gefülltes Video. Viel Spaß dabei. Ja, heute ein etwas kürzeres Video. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber es ist der letzte Tag mit meiner Frau und Tochter hier in Spanien. Die fliegen heute Nachmittag zurück nach Deutschland und ich glaube, da habt ihr Verständnis für, noch ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen. Ja, ohne zu lange zu quatschen, starten wir mit dem Video und wir starten erst einmal mit einer schlechten Nachricht. Endrick, der junge Brasilianer, bei dem bis jetzt in Lyon alles geklappt hat, durchlebt jetzt seine erste schlechtere Phase. Eine Phase würde ich das nicht nennen. Situation in Frankreich. Der hat sich gestern eine rote Karte abgeholt. Und vielleicht habe ich eine zu große Fanbrille auf. Aber ich lasse die Situation, wenn das Urheberrecht es mir erlaubt, die mal durchlaufen. Ansonsten seht ihr ein Standbild. Ja, und für mich viel zu wenig für eine rote Karte, meiner Meinung nach. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass die Sperre für den jungen Brasilianer so kurz wie möglich ausfällt. Ich möchte ihn auf dem Fußballplatz glänzen sehen. Ja, trotz alledem hat Lyon mit 1:0 gewonnen, steigt auf den 3. Tabellenplatz in Frankreich. Seit der Brasilianer da ist, kennen die nur den Sieg. Freut mich, ja. Genug jetzt zu Lyon, kommen wir zu Real Madrid. Und unsere Spieler bereiten sich auf das Spiel in Valencia vor. Und dieses Spiel ist wieder ein wichtiges Spiel. Insbesondere, weil die Konkurrenz gestern ihre Hausaufgaben gemacht hat. Ich zeige euch die Ergebnisse. Das Ergebnis, was uns am meisten interessiert, ist natürlich das vom FC Barcelona. Die haben 3:0 gegen Mallorca gewonnen. Hochverdient. Und damit setzen die Real Madrid natürlich unter Druck. In der Tabelle sind sie jetzt schon 4 Punkte weg. Real Madrid muss heute das Spiel in Valencia gewinnen, um den Abstand zum FC Barcelona nicht zu verlieren, um im Titelrennen drin zu bleiben. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, diese Mannschaft muss mich erst noch einmal davon überzeugen, dass wir überhaupt in einem Titelrennen drin sind. Denn dieses Real Madrid, wie gesagt, ich habe null Vertrauen. Aber heute, als wenn das Schicksal es möchte, kann sich das Schicksal für Real Madrid in dieser Saison ändern? Da komme ich gleich zu. Ja, zunächst einmal wollte ich noch einmal auf die Ergebnisse und ihr werdet da sehen, dass ein Spiel nicht stattgefunden hat. Rayo Vallecano gegen Oviedo. Dieses Spiel ist 4 Stunden vor dem Anstoß abgesagt worden. Und jetzt kommt's, wegen der Qualität des Rasens von Rayo Vallecano. Also keine Wetterbedingungen, Umwetter, Gefahr für Zuschauer oder irgendwas. Der Platz war zu schlecht.
4 Stunden vor dem Anstoß. So etwas gibt es nur in der von Javier Tebas geführten spanischen Liga. Wir waren der Stolz des Fußballs. Wir waren die beste Liga der Welt. Ja, und Javier Tebas führt diese Liga immer mehr in den Abgrund. Gleichzeitig wagt er es sich aber über Florentino Perez zu meckern, der sagt, das, was wir alle sehen, der Fußball, vor allem La Liga, geht immer mehr den Berg hinunter. Nur die Premier League wird konstant besser. Ja, das, was jeder sieht, versucht uns Javier Tebas als Lüge zu verkaufen. Ja, die Fans von Oviedo, die gestern schon auf dem Weg waren nach Madrid, um das Spiel gegen Rayo Vallecano zu sehen, ja, bin ich gespannt, wie Javier Tebas denen das erklärt. La Liga, die kannst du nicht erklären, die musst du leben. Ja, ein anderes Thema, was mich aufgeregt hat, und das passt ein bisschen in dieses Thema, dass die falschen Leute an der Macht sind. Der FC Barcelona hat gestern ein offizielles Kommuniqué gemacht, dass sie offiziell aus der Super League aussteigen. Ja, für euch sollte das keine Überraschung sein. Ich glaube, seit einem halben Jahr sage ich es euch des Öfteren auf diesem Kanal. Das war eine Frage der Zeit. Der FC Barcelona stand kurz vor einer historischen Strafe von der Champions League. Man sprach von 60, 80 Millionen waren da im Raum. Die sollten sogar nicht zur Champions League eingeladen werden, unter anderem wegen dem finanziellen Skandalen, unter anderem wegen dem ganzen Negreira-Skandal etc. Doch Laporta ist ins Flugzeug gestiegen nach Slowenien zu Ceferin. Ja, und dann wurden sie Best Friends. Wie man es kennt, eine Hand wäscht die andere. Ceferin war wieder des Öfteren im Camp Nou bei den Spielen. Und wen wundert's? Joan Laporta unterstützt wieder die Champions League. Ja, ich habe meine Meinung dazu schon relativ häufig geäußert. Noch einmal hier auf diesem Kanal für euch. Florentino Perez macht sportlich mit Sicherheit einige Fehler. Ich habe auf meinem Kanal auch schon oft genug gesagt, er sollte sich mehr ums Wirtschaftliche, ums Finanzielle kümmern. Da ist er die Nummer 1. Aber in dem Fall muss auch der Geschäftsmann Florentino Perez ein dickes L eingestehen, eine große Niederlage, und ich hoffe, er lernt daraus. Mit solchen Menschen wie Joan Laporta, mit solchen Populisten, Schlangen, 31ern, nennt ihn wie ihr wollt, geht man nicht ins Bett. Mit solchen Leuten macht man keine Geschäfte. Solchen Leuten vertraut man nicht. Die nutzen jeden so sehr aus, wie die es gerade brauchen. Die haben kein Rückgrat. Ja, es sind Schlangen, und Schlangen benehmen sich wie Schlangen. Er hat die Super League ausgenutzt, solange es von Vorteil war. Jetzt ist die Champions League von Vorteil, und das Messer ist im Rücken von Florentino Perez. Ja, wie dem auch sei, Super League hat schon darauf geantwortet gestern und hat gesagt, es war keine Überraschung, wir wussten alle schon, was kommt. Ja, und viele werfen mir ja vor, dass ich öfter über den FC Barcelona rede als über Real Madrid. Ich meine, es könnte, glaube ich, nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Und ich habe in den letzten Wochen natürlich die Attacken vom FC Barcelona an Real Madrid mitbekommen. Aber Real Madrid hat so viele eigene Baustellen, dass ich mich darum kümmern wollte und nicht über den FC Barcelona. Ja, aber gestern hatten diese ganzen Themen Real Madrid ein bisschen eingeholt. Die Angriffe von Joan Laporta, der einen absoluten Stuss geredet hat. Ausgerechnet er wagt es, sich zu reden über Schiedsrichter. Ausgerechnet der das Gehalt von Negreira vervierfacht hat und vor Gericht wie ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ausgerechnet der, solange er nicht vor einem Gericht ist er der große Hampelmann und erzählt in die Kameras alles, was er will. Aber vor dem Richter war der so klein mit Hütchen und ist sauer in sein Auto gegangen, ohne ein Interview zu geben. Ja, so kennen wir diese Person. Ja, aber gestern war der andere Präsident vom FC Barcelona, wie gesagt, 4 Präsidenten des FC Barcelonas haben Negreira bezahlt, dem Vizepräsidenten der Schiedsrichter. Einer von diesen 4 Präsidenten war Joan Gaspar. Der aber übrigens, nachdem er Präsident war, viele wissen das gar nicht, Vizepräsident der spanischen Liga geworden ist. Und während er Vizepräsident der spanischen Liga geworden ist, hat er so einen legendären Satz gesagt wie: Ich werde, bis ich sterbe, Real Madrid sportlich so sehr schaden, wie es geht. Ich gebe es zu, ich werde mein ganzes Leben lang ein Antimadridista bleiben, denn alles, was darauf abzielt, Madrid sportlich zu schaden, werde ich tun, bis ich sterbe.
Ja, das hat er einfach so in die Kameras gesagt. Und dieser Mann war Vizepräsident der spanischen Liga. Aber ja, der FC Barcelona, der Verein, die denken, weil die seit 20 Jahren mit diesem ganzen Mist durchkommen, dass die über dem Gesetz stehen. Die kennen nicht mehr die Scham, die kennen nicht mehr den Anstand. Und das hat Joan Gaspar gestern auch gezeigt, als er aus dem Gerichtssaal kam. Nicht wie Laporta, der war bereit für die Kameras. Und er hat in die Kamera gesagt, Real Madrid würde mit ihren Anzeigen, mit ihren Protesten gegen den Fall Negreira dem Fußball schaden. Ja, wie gesagt, es gibt Sachen, die sind an Dreistigkeit nicht zu übertreffen. Also, der kommt gerade aus dem Gericht, weil er einer von 4 Präsidenten war, die den Vizepräsidenten der Schiedsrichter bezahlt haben. Unter anderem 60.000 Euro für Aloe Vera. Ich kann das alles nicht mehr. Also die haben den Mann bezahlt, der mitentscheiden konnte, welche Schiedsrichter pfeifen denn dieses wichtige Spiel. Welche Schiedsrichter kommen in die erste Liga. Welche Schiedsrichter pfeifen so, wie wir das wollen. Und ansonsten steigen die ab in die zweite oder dritte Liga. Ja, die reden darüber, dass Real Madrid den Fußball zerstört hat. Nicht die Mannschaft, die uns den Fußball gestohlen hat, die die spanische Liga korrumpiert hat. Ja, es ist die krankeste Täter-Opfer-Umkehr, die ich je gesehen habe. Der Verbrecher beschwert sich, dass jemand seine Verbrechen anzeigt. Herzlich willkommen, FC Barcelona. Wie dem auch sei, Álvaro Arbeloa wurde darauf angesprochen. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Barca hat gerade eine Mitteilung herausgegeben, in der, nun ja, Sie sagen, Sie verlassen die Superliga. Gestern sahen wir den Ex-Präsidenten Joan Gaspar vor Gericht aussagen im Fall Negreira. Ich weiß nicht, was Sie als Trainer von Real Madrid, als einer der Sprecher des Vereins von all diesem Wirbel halten. Wie war es für Sie, gestern jemanden wie Gaspar vor Gericht zu sehen? Nun schauen Sie, bezüglich im Fall Negreira, ich glaube, dass niemand, und ich wiederhole, niemand versteht, dass bis heute der schwerste Skandal in der Geschichte des spanischen Fußballs immer noch nicht aufgeklärt ist. Und für mich ist es das, was vielen Sorgen bereiten sollte. Ja, kurz und knapp würde ich sagen, aber auf den Punkt. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass der schlimmste Skandal in der Geschichte des spanischen Fußballs nach 3 Jahren immer noch nicht geklärt ist. Erst wenn das geklärt ist, bis auf den letzten Punkt und der FC Barcelona seine gerechte Strafe bekommen hat, erst dann können wir uns wieder über andere Themen unterhalten, über Schiedsrichterentscheidungen bei Real Madrid, bei Atletico Madrid, bei Sevilla, bei allen anderen Vereinen. Doch zunächst einmal müssen alle ihre Konsequenzen ziehen. Auch die Schiedsrichter, die heute noch pfeifen und ihre Karriere Negreira zu verdanken haben. Danach können wir wieder über Fußball reden. Ja, das ist meine Meinung. Und jetzt möchte ich mit euch wieder über Fußball reden. Kommen wir auf das Spiel gegen Valencia. Und Real Madrid macht etwas, das sie auch unter Xabi Alonso schon des Öfteren gemacht haben. Real Madrid gibt die offizielle Kaderliste immer noch nicht bekannt. Es ist jetzt Sonntagmorgen. Real Madrid hat sie immer noch nicht gepostet. Also ich kann euch nicht die genaue Kaderliste sagen. Allerdings gehen alle davon aus, dass ein Trent Alexander-Arnold heute wieder topfit ist, dass ein Mendy zurück ist, ein Rüdiger könnte zurück sein. Sobald ich es weiß, erfahrt ihr es auf meinem X-Account, auf meinem Instagram-Account. Vielleicht schaffe ich sogar ein kurzes Short. Ja, wie dem auch sei. Ich sehe dieses Spiel heute als Riesenchancen. Und ganz einfach, ein Álvaro Arbeloa möchte es der Kabine immer recht machen. Vor allem seinen Superstars. Dadurch zwingt er die Mannschaft in ein Korsett, das eigentlich nicht für Real Madrid geschaffen ist. Dadurch unter anderem, dass wir einen Vini Junior haben, der nun mal der beste linke Flügel der Welt ist, wenn er topfit ist. Es ist lange, lange her, aber er war mal der beste linke Flügel der Welt. Ja, dadurch musst du natürlich mit einem linken Flügel spielen. Was bringt das mit sich? Du musst dadurch auch mit einem rechten Flügel spielen. Real Madrid hat aber keinen rechten Flügel. Seit Jahren nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal einen richtigen rechten Flügel haben. Gareth Bale war auch kein rechter Flügel, so viel zu dem Thema. Und alles, was danach kam, Rodrigo ist kein rechter Flügel, Mastantuono ist kein rechter Flügel, Brahim ist kein rechter Flügel, Arda Güler ist kein rechter Flügel.
Aber wie gesagt, die Trainer waren immer gezwungen, einen rechten Flügel zu erfinden. Dadurch, dass ein Vinny heute nicht da ist Arbeloa nicht mehr gezwungen, dieses 4-3-3 zu spielen. Dadurch, dass ein Jude Bellingham verletzt ist, muss er auch nicht mehr unbedingt einen Jude Bellingham auf der 10 spielen lassen, sondern, wie gesagt, die Reinkarnation von Arda P. könnte heute kommen, sollte heute kommen. Und ganz ehrlich, wann haben wir in dieser Saison mal guten Fußball gespielt? Bei der Club-WM. Nach der Club-WM haben wir zumindest erfolgreichen Fußball gespielt. Was war das Geheimrezept unseres Erfolgs? Hohes Pressing, aggressives Pressing durch die gesamte Mannschaft und bringt vorne den Ball an Arda P. Die beiden lösen euch schon die Probleme. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das Fehlen von unseren Stars natürlich immer schlecht ist, aber heute sehe ich das tatsächlich als Chance. Heute wieder eine Chance auf Arda P. und ich hoffe, dass die beiden wieder abliefern und irgendwann in der Kabine von Real Madrid auch jemand versteht, wir sollten dieses System, was funktioniert, nicht mehr ändern. Ja, welches System das ist, welche Aufstellung ich mir heute Abend erhoffe und die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, das seht ihr jetzt. Ja, und ich würde, überlegen wir mal alle zurück, mit welcher Aufstellung hatten wir in dieser Saison die einzige Phase, wo wir schönen Fußball gespielt haben, wo viele Spieler ihre Stärken zeigen konnten und ihre Schwächen so ein bisschen kaschieren. Meiner Meinung nach ganz klar das 3-5-2, nennt es 5-3-2, nennt es wie ihr wollt. Also, im Tor würde ich spielen mit Thibaut Courtois. Davor zentral Aurélien Tchouaméni, die Position, in der er mir am besten gefallen hat. In der Defensivarbeit zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, in der Offensivabteilung nach vorne mit aufrücken. Da hat er mir am besten gefallen. An seine Seite würde ich aufstellen Dean Housen, der mir während der Club-WM auch gut gefallen hat, und ein Raúl Asensio. Der war bei der Club-WM scheiße, aber seitdem hat er sich wieder gefangen. Dann zwei sehr offensive Außenverteidiger, die vorne für Gefahr sorgen können und hinten jemanden haben, der den Rücken deckt und im Mittelfeld auch. Ihr werdet gleich erkennen, was ich meine. Die linken Außenverteidiger Álvaro Carreras und Trent Alexander-Arnold. Mit denen würde ich heute spielen. In der spanischen Medien, in der spanischen Presse wird gesagt, der Engländer ist wieder topfit. Dann gehört er auch auf den Platz. Davor die drei Mittelfeldspieler, die ich aufstellen würde. Halb rechts Fede Valverde. Der kann nach vorne helfen. Der kann hinten helfen, wenn ein Trent Alexander-Arnold gerade vorne ist. Das ist eine Position, wo der nach vorne und hinten Vollgas geben kann. Und sein Spiegelbild auf der linken Seite, Eduardo Camavinga, auch seine ideale Position. Er kann hinten einem Álvaro Carreras helfen. Vorne kann er für Gefahr sorgen. Er kann seine physische Stärke zeigen. 90 Minuten Vollgas von Fede Valverde und Eduardo Camavinga. Dahinter ein Tchouaméni, der die beschützt. Und auf der 10, ihr wisst, was ich jetzt sagen werde, das ist nun mal seine Position. Das ist die Position, wo er mit seinem hohen Pressing geholfen hat, wo er Kylian Mbappé immer wieder findet wie kein anderer. Natürlich Arda Güler. Da gehört er meiner Meinung nach hin. Und vorne haben wir einen Doppelsturm, wo wir nach Leistung aufstellen können, nicht nach Namen. Und da spielt natürlich ein Kylian Mbappé, der kongeniale Partner von Arda Güler. Ihr könnt es nicht mehr hören, aber ich muss es einfach sagen. Und neben Mbappé einen Gonzalo. Gonzalo ist Stürmer. Der ist kein rechter Flügel, Álvaro Arbeloa. Und wenn du jetzt noch Außenverteidiger hast, die auch flanken können, wie ein Trent oder ein Álvaro Carreras. Ich habe euch die Statistiken von Carreras vor der Saison gezeigt. Der war europaweit der Außenverteidiger mit den präzisesten Flanken. Ja, wenn du solche Waffen hast, kannst du auch einen Gonzalo in die Mitte tun, einen Mbappé, der um ihn herumläuft, ein Gonzalo bindet die Innenverteidiger. Ich glaube, diese Ausstellung wäre eine Riesenchance für den Rest der Saison von Real Madrid. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst mir eure Meinung zu dieser Aufstellung, aber auch zum gesamten Video bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, macht das. Und wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. A la Madrid!